Marios Nachmittagsspaziergang. Er möchte von dem Atoll flüchten. Ist ihm zu einsam hier. Er möchte lieber die Außenriffkante sehen. Kleiner Dingi-Spaziergang. Walk the Dingy! Sein Dingi liegt beschieden. Aber interessant, hier nochmal so ein Pool im Atoll. Also quasi ein See auf dem See. Nein, ein See auf einer Insel auf dem See. Kiezspur 3. Ist wieder flach. Tja, wir kommen wohl noch nicht so weit, wie wir wollten. Ja, aber immerhin, hallo? Jetzt, wow! Das ist hier voll die karge Mondlandschaft. Vereinzelte tote Palmen. Sind wir hier auf der anderen Seite angekommen. Ist auch noch mega weit bis zur Riffkante. Aber irgendwie ist das so voll komplett die andere Landschaft. Wenn man in der Lagune selber liegt, sieht man überall halt wirklich richtig viele Palmen rumstehen. Und hier ist so ein bisschen wie so eine Mondkraterlandschaft. Das komplette Gegenteil. Ich meine, hier sind auch noch Palmen, aber sehr vereinzelt. Und man merkt tatsächlich, dass man hier auf alter Lava läuft. Schon faszinierend, diese Unterschiede. Voll romantisch. Wenn man mal wieder zu lange mit seinem Partner auf dem Boot eingesperrt ist, gibt es hier im Twins Yacht Club auch einen Boxsack, damit man seine ganzen Aggressionen mal loswerden kann. Nur weil der Yachtclub steht, heißt das nicht, dass jemand kommt und dich mit einem Cocktail begrüßt. Kannst dich bei Purdy beschweren. Ohne Scheiß, aber ich kann nicht hier Anchored in front of the Twin Palms Yacht Club. Ganz mieser Service. Nicht mal einer, der dir beim Anlegen hilft, keine Cocktails, Restaurant war geschlossen, alles Selbstversorgung, ganz mieser Service. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit eine Aufnahme von dem kleinen Riffhai hinzukriegen. Schwimmt die ganze Zeit hinter mir her. Aber sobald ich die Kamera ins Wasser halte, unsere GoPro hat mal wieder einen kleinen
Haken und ist nicht mehr 100% wasserdicht, also muss das alles sehr vorsichtig passieren. Haut der kleine Scheiße ab. Wenn ich mich gleich umdrehe, ist er wieder hinter mir. Ich glaube, der will mich ein bisschen veräppeln. Naja, aber viel Besseres habe ich gerade eh nicht zu tun, also versuche ich es weiter. Radio Netz heute Morgen wurde die Social-Aktion des Tages verkündet. 4 Uhr Dingy Drift. Also machen wir uns mal fertig, oder? Jo. Jetzt hätte ich mir eigentlich noch eine Kokosnuss besorgt, die ich mitnehmen wollte, aber irgendwie sind wir da zeitlich jetzt nicht zugekommen. Es war einfach wieder so stressig heute. Mario möchte hier Ehrenmitglied werden im Twin Palms Yacht Beach Club. Deswegen hat er heute vorgeschlagen, dass wir einen Clean-Up am Beach machen. Das war nicht das geilste Wetter dafür, aber wir werden jetzt wohl mal aufbrechen müssen, oder Captain? Jawohl. Haben wir alles, was wir brauchen? Wow, 3 Boote. Hast du dein Volk um dich geschacht? Ja, die Leute sind auf jeden Fall zahlreicher erschienen, als ich gedacht habe. Das stimmt. Wolltest du noch was basteln? Was ist das für ein Zeug? Gegen Kunststoff. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Nachdem wir das jetzt gerade hier so schön angehäuft haben, gab es nochmal eine Planänderung. Wir machen das doch lieber unten, dann kann der Wind nicht so weit wegblasen. Also alles wieder runter. Drauf machen. Kannst ruhig noch drauf machen. Naja, bevor die Flut kommt. Ja. Pack das Feuer mal weg.
Heute ist noch 9 Boote in die Bucht gekommen, das heißt es sind insgesamt 9 Boote in der Bucht. Und 7 davon haben jetzt bei Mario Strand Beach Cleaning dran teilgenommen. Ja, natürlich hat er jedem Teilnehmer ein Freibier versprochen und hat nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass so viele dabei gewesen sind. Und wir haben auch echt viel sauber machen können. Es ist echt erstaunlich, was hier alles angespült wird. Leider auch sehr viele Glasflaschen dabei. Da müssen wir noch überlegen, was wir machen, weil verbrennen geht mit denen natürlich nicht. Aber in allem echt ein erfolgreicher Tag. Gute Idee von Marius. Das war tiefer als erwartet. Ich finde die Vorstellung total krass, dass es da echt ein paar Meter nach den Wellen auf 1200 Meter geht. Ja. Das muss ja so sein. Krass. Hier sind eine Insel. Toll. Ist ja cool geworden, dass so viele gekommen sind. Auf jeden Fall. Aber wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dass Segler ein Haufen Alkoholiker sind, die bereit sind, für ein Bier zu arbeiten.